Heute rede ich über Steuererklärung in Malta. Wenn du in Malta lebst und gerade umgezogen bist, kommt früher oder später die Frage, muss ich eine Steuererklärung abgeben und wie funktioniert das Ganze auf Malta? In diesem Video würde ich dir gerne erklären, wie das funktioniert, was du brauchst und worauf du achten musst. Malta funktioniert in vielen Fällen anders als in Deutschland. Ein zentraler Punkt ist, es kommt sehr darauf an, woher dein Einkommen stammt und wie dein Status in Malta ist. Bist du steuerlich ansässig in Malta? Hast du ein maltesisches Einkommen? Hast du ein ausländisches Einkommen? Bist du Rentner? Private Rente, staatliche Rente? Bekommst du Auslandseinkünfte, die in Malta zu versteuern sind? Das möchte ich jetzt kurz mit euch besprechen. Schritt Nummer 1, Grundlage und Registrierungscheck. Erste Frage, hast du eine Steuernummer in Malta? Steuernummer ist eine TIN-Nummer. TIN steht für Tax Identification Number. Banken fragen auch häufig nach dieser Nummer. Die andere Frage ist, wie du in Malta registriert bist. Bist du als Angestellter registriert? Bist du als Self-Sufficient, also Selbstversorger registriert? Oder bist du als Rentner hierher gekommen? Hier gibt es einfach unterschiedliche Programme, die Malta bietet. Fangen wir mit dem meist häufigsten Programm an, das sind Angestellte. Angestellte in Bezug auf die Steuererklärung bekommen monatlich ihr Gehalt und am Ende des Jahres bekommen sie ein sogenanntes FS3-Formular von dem Arbeitgeber. Das FS3-Formular ist einfach eine Gesamtübersicht von dem Jahresgehalt, was man im Jahr an Gehalt bekommen hat, wie viel Steuern man abgegeben hat und wie viel Sozialabgaben. Dieses FS3 reicht dein Arbeitgeber bei der Steuerbehörde, also beim Finanzamt in Malta ein. Da der Arbeitgeber dieses Formular an das Finanzamt meldet, hat die Steuerbehörde in Malta schon alle Informationen, was es von dir braucht. Das heißt, zu 99% sind die Angestellten in Malta als Non-Filer hinterlegt. Was heißt Non-Filer? Non-Filer bedeutet einfach, du musst dich nicht um deine Steuererklärung einreichen. Es wird automatisiert abgearbeitet. Woher kannst du wissen, ob du Non-Filer bist oder nicht? Ganz einfach zu überprüfen, indem man an die Steuerbehörde eine E-Mail schreibt mit deinem Namen, maltesische ID-Kartennummer und es nochmal überprüfen lässt. Solltest du ein Non-Filer sein, ist hier nichts weiter zu tun. Im Juni werden alle Steuererklärungen fertig, Non-Filer müssen nichts tun und bekommen meistens im Oktober, November ein sogenanntes Statement von der Finanzbehörde zugeschickt. Auf diesem Statement ist es einfach ein Auszug von der Finanzbehörde, was zeigt, wie viel Steuern du bezahlt hast und dass hoffentlich 0 Steuern offen sind. Hier kommt es drauf an, hat dein Arbeitgeber alles richtig abgeführt? Wenn ja, sind deine Steuern korrekt bezahlt worden und du musst nichts weiter tun. Das zweite Beispiel wäre, wenn du Selbstständiger bist. Wenn du selbstständig bist und ganz normal dein Einkommen anhand der Einkommenssteuertabelle besteuerst, kann es auch sein, dass du immer noch oder als Non-Filer registriert bist. Das heißt nicht, wenn du Selbstständiger bist, dass du keine Steuererklärung abgeben musst. Das ist ganz wichtig. Als Selbstständiger musst du proaktiv handeln, die Steuerbehörde anschreiben und sagen, dass du für das vorige Jahr eine Steuererklärung abgeben musst, da du was zu versteuern hast. Das ist ganz wichtig. Die Finanzbehörde würde nicht auf dich zukommen, sondern du musst auf die Finanzbehörde zukommen. Die Verantwortung liegt ganz klar bei dem Individuum, bei der Person. Wenn du dann die Steuererklärung von dem Finanzamt bekommst, füllst du diese aus und legst dein Profit and Loss, also dein Balance Sheet, mit dabei und versteuerst dein Einkommen. Das dritte Beispiel wäre, wenn du Rentner bist und als Rentner hier auf der Insel lebst. Hier gibt es auch wieder verschiedene Beispiele. Staatliche Rente, private Rente. Nehmen wir an, dass du nichts zu versteuern hast. Auch diese Leute
wenn man nichts zu versteuern hat, müssen eine Steuererklärung einreichen, wenn sie Tax Resident in Malta sind. Diese Steuererklärung muss einfach als Null eingereicht werden. Also das heißt, man füllt die Steuererklärung aus, trägt überall Null ein, unterschreibt, schickt es an die Steuerbehörde und es ist erledigt. Aber ganz wichtig ist eben, dass man eine einreicht. Man ist dazu verpflichtet. Ein viertes Beispiel ist Selbstversorger, auch als Self-Sufficient genannt. Self-Sufficient Leute müssen auch eine Steuererklärung abgeben. Typisches Beispiel wäre, wenn du von passiven Auslandseinkünften in Malta lebst. Hier kommt es auch auf das Detail an, müsste man einzeln besprechen, aber generell gibt es für diese Person die Mindeststeuer von 5.000 Euro. Das muss man in die Steuererklärung eintragen, 5.000 Euro Mindeststeuer, abschicken, 5.000 Euro bezahlen, das war's. Hier muss man keine Profit-and-Loss-Account einreichen, Accounts einreichen oder irgendwelche Gehaltszettel einreichen. Hier werden keine Nachweise verlangt. Kommen wir zu den Deadlines, also zu dem Abgabetermin in Malta. Der typische Abgabetermin für die Steuererklärung ist der 30.06. jedes Jahr. 30.06. wäre, wenn du die Steuererklärung per Papier, also per Post einreichen würdest. Ich empfehle allen, eine EID zu machen. Eine EID kann man erst machen, wenn man physische ID-Karte in Malta in den Händen hält, geht anschließend zu einem Hub von der Behörde und beantragt eine EID. Mit dieser EID kann die Steuererklärung und viele andere Sachen online eingereicht werden. Der Staat unterstützt die EID und gibt den Leuten, die online die Steuererklärung einreichen, sogar bis Ende Juli Zeit. Das war's von meiner Seite. Solltet ihr noch Fragen haben oder detaillierte Informationen benötigen, stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.